Spezialisierung in der Zahnmedizin. Es geht grundlegend darum, wie findet ihr eure Passion? Seid ihr ein Generalist? Möchtet ihr in irgendeinen Bereich ganz intensiv einsteigen? Wie haben wir das gemacht und was sind unsere Tipps? Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jöran Felkner. Wir sind heute wieder in unserer Praxis in Leipzig, wobei wir genauer gesagt in unserem YouTube-Studio sind. Ich bin übrigens auch dabei. Hallo. Was denn? Na, wir sagen doch immer Hallo. Ich bin Jöran Felkner und ich bin Tatjana Felkner. Deshalb sollst du das Intro machen, du kannst es einfach besser. Dann dürfen wir natürlich nicht vergessen zu sagen, dass wenn ihr keines dieser Videos verpassen wollt, ihr dann bitte die Glocke hier unten drückt und unseren Kanal abonniert. Aber jetzt zum eigentlichen Thema des Videos. Du hast dich auch vorgestellt schon, ne? Ja, ich bin Tatjana Felkner. Wollen wir vielleicht als erstes damit anfangen, muss man sich überhaupt spezialisieren oder kann man nicht auch einfach alles machen? Also man muss sich nicht spezialisieren, das ist natürlich kein Muss. Aus unserer Sicht ist es halt das Konzept, was wir für unsere Praxis gewählt haben. Eben ein Spezialistenkonzept, dass jeder sozusagen einen Bereich hat, den er macht oder sie, wo er wirklich richtig intensiv der Materie betraut ist und das sehr oft macht. Das ist aber sicherlich auch abhängig davon, wo ihr eure Praxis habt, wo ihr angestellt seid und wie ihr das überhaupt für euch persönlich wollt. Beispielsweise sage ich jetzt mal, im ländlicheren Bereich ist jetzt die Frage, ob man, wenn man eine Einzelpraxis hat, jetzt wirklich so sehr spezialisiert sein muss oder ob man da nicht lieber allgemein zahnmedizinisch sehr gut aufgestellt sein sollte. Das muss man natürlich für sich selber bewerten. Wie gesagt, bei uns ist das Spezialistenkonzept und mein erster Tipp wäre, wie man überhaupt rausfindet, was man will, indem man sich darüber annähert, was man nicht gerne macht. Also so war es bei mir zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir war, kannst du ja gleich uns auch nochmal sagen, aber bei mir war es so, ich habe mich nach und nach rangetastet, worauf ich eigentlich keine Lust habe oder was mir nicht so viel Freude bereitet. Und ich hatte noch zweite, dass ich eben im Studium, meine Doktorarbeit, sich schon mit meiner späteren Spezialisierung befasst hatte. Also ich war wahrscheinlich auch etwas vorgeprägt dadurch. Ja, aber jetzt vielleicht kannst du erstmal. Vielleicht willst du nochmal sagen, was deine Spezialisierung ist, Endo Felkner. Richtig, Endo. Nee, also wie vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen hat, ist meine Spezialisierung die Endodontie, also die Wurzelkanalbehandlung. Genau, habe da so ein Curriculum gemacht, einen Master und eben auch die Doktorarbeit in dem Bereich geschrieben. Das heißt, das war dann bei mir relativ schnell klar. Aber ich kenne es von vielen anderen, die eben, wo das nicht so schnell klar ist und wo das auch eher so ein Prozess ist, was da jetzt genau das Spezialgebiet ist. Also ich habe mich auf die Parodontalbehandlung, chirurgisch und nicht chirurgisch spezialisiert, mache da gerade meinen Master. Für mich war die Spezialisierung nicht so einfach. Ich habe lange überlegt, in welchen Bereich es gehen soll. Ich habe überlegt, wie ich gern arbeiten möchte. Manche Spezialisierungen gehen auch einfach mit einer bestimmten Arbeitsweise einher. Oralchirurgie beispielsweise werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr dort eine Weiterbildung macht und es exklusiv praktizieren möchtet, in Überweiserstrukturen arbeiten. Häufig sind das große Praxen, wo die Patienten einfach zugewiesen werden. Das bedeutet dann, ihr werdet vermutlich keine andere Tätigkeit mehr machen. Oralchirurgie fand ich phasenweise auch mal spannend. Es kam wirklich in Phasen und ging in Phasen, was ich spannend fand. Aber ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, einen Bereich ganz exklusiv zu machen. Und die Paro hat eben auch den Vorteil, das ist für mich so die Basis der Zahnmedizin gewesen. Das kann ich mit allen Sachen super verknüpfen. So viel zum Beispiel meine Entscheidung auf das Thema Paro. Vielleicht sollte man noch mal vorher anfangen, wann würden wir zumindest empfehlen, dass man sich schon Richtung Spezialisierung orientieren sollte. Das wäre aus meiner Sicht definitiv nach der Assistenzzeit. Außer, und das wäre für mich die einzige Ausnahme, wenn man, also bei der Kieferorthopädie, also wenn man den Facharzt für Kieferorthopädie machen möchte, ist es leider so, dass diese Klinikstellen sehr, sehr begrenzt sind. Und das heißt, man muss da manchmal gucken, wenn man so eine Klinikstelle kriegt, dann sollte man die einfach nehmen, wenn man mit dem Gedanken spielt, weil das kann sein, dass die Chance halt dann nicht nochmal kommt. Das wäre für mich die einzige Ausnahme, wo man vielleicht auch schon in der Assistenzzeit oder direkt nach dem Studium damit anfangen kann. Bei allem anderen wäre es sehr empfehlenswert, finde ich, dass man sozusagen auf jeden Fall die Assistenzzeit erst macht, dass man alles schon mal so ein bisschen gemacht hat und so ein gewisses Grundverständnis auch hat, weil sonst, finde ich, die Gefahr besteht, dass man so ein bisschen zu so einem, jetzt mal salopp gesagt, zu so einem kleinen Fachidioten wird, weil man hat halt viele Sachen nach der Uni noch nicht so oft gemacht und wenn man zum Beispiel, ich sag jetzt mal, erst 2 Teilkronen oder Kronen in seinem Leben gemacht hat und danach nur noch Endo macht, dann ist es zum Beispiel in dem Fall sehr schwierig, manchmal über die Prognose von einem Zahn zu entscheiden, wenn man eigentlich gar nicht weiß, was danach draufkommt und wie das überhaupt funktioniert. Deshalb finde ich, sollte man wenigstens schon mal 2 Jahre allgemeinzahnärztlich gearbeitet haben und sich dann damit befassen, wohin spezialisiere ich mich jetzt.
Wie siehst du das? Also Assistenzzeit ist auf jeden Fall zu früh und ich glaube auch im Angestelltenverhältnis kann man auch nochmal sich ein bisschen ausprobieren und dann so seine Tendenzen entdecken. Und man muss ja auch nicht eine Sache exklusiv machen. Man kann sich ja auch für 2 Sachen entscheiden, die irgendwie zusammenpassen. Das können jetzt Paro und Ästhetik sein. Ästhetik finde ich zum Beispiel auch ganz spannend. Oder bei dir dieses ganze biomimetische Thema und Endo, was ja auch irgendwie sehr gut miteinander harmoniert. Also da hat Tatjana jetzt schon was ein bisschen vorweggenommen, aber das wäre nämlich auch die nächste Frage, die man so mal in den Raum stellen muss. Heißt Spezialisierung zum einen, dass man nur eine Sache machen kann und heißt es zum anderen, dass man 100% der Zeit nur diese eine Tätigkeit machen soll, kann, muss? Da war die Antwort jetzt natürlich schon nein, heißt es nicht. Und das ist halt ganz wichtig nochmal zu betonen und zu sagen, dass das nicht heißt, nur, sage ich jetzt mal, wenn man, als Beispiel Paro jetzt, ja, nur weil Tatjana sich jetzt auf Paro spezialisiert hat, heißt das jetzt nicht, dass die von früh bis spät die ganze Zeit chirurgische PA-Therapien macht. Heißt nicht, dass das vielleicht mal so ist oder dass vielleicht du das irgendwann machen willst, aber nur das muss es nicht von vornherein heißen. Und ich würde auch jedem empfehlen, wenn ihr zum Beispiel also wenn das eure Fragestellung ist und ihr euch fragt, will ich zum Beispiel den ganzen Tag Endodontie machen, dann wäre es aus meiner Sicht empfehlenswert, sich wirklich mal mit jemandem, bei jemandem zu hospitieren, der das den ganzen Tag macht. Damit man dann danach für sich mal, und vielleicht auch nicht nur einmal, sondern vielleicht 2, 3 Mal, um danach für sich ein Resümee zu ziehen und zu sagen, okay, hey, ist das? Kann ich mir das vorstellen, den Rest meines Lebens wirklich, meines Arbeitslebens, das den ganzen Tag zu machen? Und so würde ich mich da auch rannähern. Und dann ist nämlich das Nächste, was du sagtest, dass dann die Frage ist, habe ich vielleicht nur eine Spezialisierung, nur in Anführungsstrichen, mache die ganz oft, oder habe ich vielleicht mehrere? Ich finde, dass man eigentlich, wenn man sich spezialisiert, nicht groß viel mehr als 3 Spezialisierungen machen kann. Wie siehst du es? Dann bist du schon wieder Generalist, ne? Ja, wenn du die ganzen Sachen zusammennimmst, dann ist es schon fast wieder zu viel. Kommt drauf an, welche Sachen man miteinander kombiniert. Beispielsweise, wenn man jetzt sagt, man macht einfache kieferorthopädische Behandlung mit Alignern, interessiert sich für Ästhetik und macht dann vielleicht noch die Parodontalchirurgie dazu, finde ich, das ist ein stimmiges Konzept. Dann sind das meine 3 Spezialisierungen, oder? Ja, oder zum Beispiel Implantologie und Paro geht gut zusammen. Geht auch gut. Aber was halt komisch ist, und das sieht man auch, ist halt, dass Kollegen beispielsweise einen Master haben in Paro, Master Prothetik, Master Endo, Master KFO. Da ist halt wie so ein bisschen, sage ich jetzt mal, das Thema Spezialisierung so minimal ad absurdum geführt. Ja. Also das ist dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Aber was ich wichtig finde zu sagen, ist, dass das, nur weil man spezialisiert ist, nicht heißt, dass man es 100% der Zeit machen muss. Und wie gesagt, bei manchen Behandlungen ist das auch, also bei Endo würde es gehen, bei manchen Behandlungen ist es einfach auch schwierig. Also allein schon Ästhetik, wenn man jetzt sagt, ich liebe Veneers, ich will mich auf so Venierfälle spezialisieren, dann gibt es die ein oder anderen Koryphäen in Deutschland, die wirklich den ganzen Tag nur Veneers machen. Das kann man dann auf Instagram verfolgen. Für den Großteil der Kollegen also du wirst nicht jeden Tag nur Venierpatienten haben, auch wenn das natürlich mehr wird, je öfter man das macht, aber das wird halt auch nicht so sein. Also man ist dann ja zwangsläufig in der Situation, dass man auch andere Sachen machen wird. Ne? Also ganz grundsätzlich schnuppert in alle Bereiche rein und wenn ihr euch die Frage stellt, wo liegen da vielleicht auch meine Fähigkeiten, worin seid ihr besonders gut, was macht euch besonders viel Spaß und wie möchte ich eben arbeiten. Also manche Bereiche gehen ja auch mit einem gewissen Patientenklientel einher, beispielsweise Ästhetik, Patienten mit sehr hohen Ansprüchen, kann ich damit umgehen, werde ich denen gerecht, auch diese ganze Kommunikation, ist das überhaupt was für mich? In der Chirurgie, wie gerade schon gesagt, möchte ich eher auf Überbeißerbasis arbeiten. Oder Kieferorthopädie, interessiere ich mich vielleicht auch für Kinderbehandlung, sind Kinder meine Wunschpatienten, also dass ihr das Ganze auch nochmal von der anderen Seite betrachtet, nicht nur die reine Tätigkeit, sondern was geht damit einher, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich meinen Arbeitsalltag gestalten, wie viele Fachgebiete sollen da irgendwie drin verankert sein und natürlich auch, das hast du gesagt, wo ist die Praxis, Stadt, Land, ich denke, ein gängiges Konzept wird überall funktionieren. Ihr könnt auch irgendwo in der Pampa sein, ihr seid der krasse Veneerspezialist, die Leute werden zu euch kommen, aber natürlich ist auf dem Land schon auch eher gefragt, dass ihr mal hier eine Prothese repariert, eine Extraktion macht und eine Füllung. Das muss jeder für sich eben entscheiden. Und wenn die Entscheidung getroffen ist und Tendenzen, wäre jetzt so die nächste Frage, wie steige ich denn in die Spezialisierung ein? Es gibt ja eine Bandbreite an Fortbildung. Fange ich vielleicht erstmal an mit einem 3-Tageskurs oder mit einem Schnupperkurs oder soll es direkt der Master sein? Was würdest du sagen, ist da eine Empfehlung? Ja, genau. Es ist die Frage, heißt Spezialisierung einfach, dass ich das einfach mehr mache und mir ein bisschen was anlese und dann mal gucke und vielleicht hier und da den einen oder anderen Kurs mache oder mache ich das strukturiert? Also ich kann ja mal jetzt, weil du mich gefragt hast, mit meiner Meinung anfangen. Ich denke schon, dass wenn man wirklich von einer in Anführungsstrichen richtigen Spezialisierung spricht, ich schon finde, dass man irgendeine Form der strukturierten Weiterbildung machen sollte. Sei es ein Curriculum, sei es ein Master. Das muss nicht immer ein Master sein, auf jeden Fall nicht. Aber ich finde, es sollte schon wenigstens ein Curi sein,
Also du kannst ja erstmal sagen, wie du es siehst, dann kann ich ja gerne begründen, warum das für mich so ist. Entschuldigung. Vielleicht auch mal zum Hintergrund. Wir haben da auch verschiedene Herangehensweisen gehabt, weil du hast ja sehr strukturiert angefangen, vielleicht mit kleinen Kursen, bis dann zum Curriculum und hast dann den Master gemacht. Ich habe es ja anders gemacht. Naja, ist auch nicht. Naja, ich habe kein Curriculum gemacht. Nein, in einem anderen Bin Bereich. direkt im Master eingestiegen. Aber in einem anderen Bereich. Ja, also ich denke schon auch, dass diese Tippel-Tappel-Tour mal ein Kurs, dann ein Curriculum und dann den Master. Also Curriculum, denke ich, ist nicht immer Pflicht, aber es ist sinnvoll. Ich merke das bei meinem Master, dass ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mehr profitiert hätte, wenn ich vorher schon mehr gemacht hätte. Da wäre es mir vielleicht einfacher gefallen, was die Fälle angeht, und man hat schon mehr praktische Erfahrung, aus der man schöpfen kann, und man nimmt dann auch noch mal mehr aus den ganzen Fortbildungen mit. Also ich denke, das ist sinnvoll, da so sich das Ganze aufzubauen. Es ist aber keine Pflicht. Geht das auch so. Wobei ist es beim Endomaster, ist doch jetzt Pflicht, ein Kuri, ne? Also bei mir war es damals eigentlich offiziell so. Ich glaube, dann war es aber eher ein teilnehmerschwacher Jahrgang, was nicht schlimm ist, aber wir hatten auch Kollegen, die halt keinen Kuri gemacht haben. Aber ich meine, deshalb habe ich zum Beispiel auch das Kuri erst gemacht, weil es damals hieß, um den Master zu machen, musst du wenigstens aus der Assistenzzeit raus sein und das Kuri haben. Deshalb war es für mich klar. Ich fand es aber auch im Nachhinein, vielleicht ist da Endo auch nochmal ein bisschen spezieller, weil bei Endo ist ja so dieses Arbeiten mit einem Mikroskop, und es ist ja eine sehr, also im Vergleich zu anderen Spezialisierungen, dann eher limitierte Tätigkeit. Und deshalb finde ich da ein Curriculum besonders wichtig, dass man erstmal guckt, ob das überhaupt was für einen ist. Aber warum ich prinzipiell auf jeden Fall jedem zu einer strukturierten Fortbildung, egal welche jetzt dann im Detail, raten würde, ist, weil ich finde, dass sozusagen, wenn man spezialisiert ist auf irgendwas, dann muss man auch so ein bisschen den theoretischen Hintergrund haben, und meistens ist es bei solchen Einzelfortbildungen so, dass Theorie dann eher so, also schon, die wird schon mit genannt, aber die ist eher, ich sage jetzt mal, zweitrangig, sondern meistens sind es ja praktische Kurse. Also zum Beispiel Ästhetik, dann geht es ja bei einem Kurs eher so, sage ich jetzt mal, wie preppe ich jetzt für Veneers, und man guckt sich Fälle an, aber da geht es jetzt dann weniger um Theorie dann so sehr. Und ich finde aber, wenn man wirklich so Spezialisierung anstrebt, wo man fast 100% der Zeit das macht, dann sollte das, finde ich, irgendwie ein bisschen stimmig sein, weil gerade die Curricula, die mit den jeweiligen Fachgesellschaften gemacht sind, also sag ich jetzt mal auf gut Deutsch, die haben halt Hand und Fuß, die sind durchdacht, das haben sich in dem Fachbereich schon die Leute meistens ausgedacht, die da richtig vorne dabei sind, und das ist auf jeden Fall kein Fehler, das zu machen, sagen wir so. Ich meine, der Master geht mit ein bisschen mehr Aufwand einher, sowohl finanziell als auch zeitlich, und zu dem Zeitpunkt, wo man dann da antritt und sagt, so, jetzt geht's los, da sollte man sich vielleicht auch schon sicher sein, dass es in den Bereich gehen sollte. Klar, Fortbildung ist immer super, aber ihr investiert da schon ein bisschen was, und wenn ihr dann sagt, okay, auf der Hälfte der Strecke ist es vielleicht doch nicht genau das Richtige für mich, wäre so ein Curriculum im Vorfeld vielleicht sinnvoll gewesen. Es gibt ja verschiedene Wege, sich zu spezialisieren, und auch das ganze Thema, der geschützte Begriff der Spezialist von den Fachgesellschaften könnte vielleicht nochmal ein interessantes Thema sein für ein anderes Video, wo man mal ganz genau aufdröselt, was für Fortbildungsformen gibt es und was für Spezialistenkonzepte. Das auf jeden Fall, wobei man das zusätzlich zu dem ruhig schon noch sagen kann, dass natürlich dann, also ganz on top wäre sozusagen die jeweilige Spezialisierung, weil wir jetzt Curriculum und Master genannt haben, die jeweilige Spezialisierung der Fachgesellschaft, also zumindest denke ich, ist das Konsens unter den Kollegen. Wenn man jetzt zum Beispiel Spezialist für Ästhetik der DGEZ ist, dann ist das schon eine Aussage, sagen wir so. Weil die natürlich auch können wir ja dann nochmal drauf sprechen, was die Anforderungen sind, oder auch beim DGET-Spezialisten so. Also das ist schon nochmal was anderes, aber das ist dann nur nochmal der Vollständigkeit halber. Aber man braucht das jetzt nicht, also sozusagen, um zu sagen, dass man spezialisiert in einem Bereich arbeitet, ist das jetzt nicht ein Ausschlusskriterium, wenn man jetzt nicht den Spezialisten der Fachgesellschaft hat oder so. Wobei man sich dann halt nicht Spezialist nennen dürfte. Nee, ich rede jetzt nur von der praktischen Tätigkeit, die hängt ja viel von einem selber ab. Also das muss man sagen, wie viel man da Zeit und Erfahrung mit reinbringen möchte dann. Genau. Also vielleicht für den Beginn nochmal in verschiedenen, das haben wir auch zum Thema Assistenzzeit. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut euch das gerne nochmal an. Da waren unsere Tipps zum Thema, wie finde ich die richtige Stelle, aber auch wie nehme ich das meiste aus der Assistenzzeit raus. Und das ist zum Thema Spezialisierung auch wichtig, dass ihr euch da mal verschiedene Praxiskonzepte anschaut, in den Praxen arbeitet, vielleicht auch mal in hochspezialisierten Praxen, wobei meine Erfahrung damit ist, dass man schon auch eher schwierig in solche Praxen reinkommt. Wenn ich jetzt so die ganz renommierten Praxis im Hinterkopf habe, da muss man auch ein bisschen was vorweisen können, bevor man dort anfängt. Naja, und was natürlich so ist, die Leute, also was die ja nicht suchen, ist halt, also diese ganz extremen oder ich sage jetzt mal die ganz krassen Spezialisten suchen ja jetzt nicht irgendjemanden, den sie dann das Wissen weitergeben,
in Anführungsstrichen für Umme, das ist ja nicht deren Intention, verständlicherweise. Das heißt meistens, was ich so kenne von Kollegen, die dann in so Praxen gegebenenfalls arbeiten wollen, ist, das geht schon mit dem Gehalt los, weil die halt wissen, dass die Stellen natürlich begehrt sind, können die sich halt auch rausnehmen, dass das Gehalt halt eher meistens zumindest eher unterdurchschnittlich ist, oder? Was jetzt nicht schlimm wäre, aber was auch eine Erfahrung ist, ist, dass die Leute eben nicht diese Tätigkeit machen, sondern alles, was halt sonst abfällt. Das meine ich, genau. Also der Spezialist für Ästhetik wird euch nicht einstellen, wird sagen, hier, komm, Mensch, hier, Hans, ab morgen machst du den ganzen Tag Veneers und ich stehe dir bei der Seite und zeige dir, wie alles geht und dann kannst du nach einem Jahr gehen. Also du wirst halt dann erstmal so Zuarbeiten sicherlich machen, so meistens. Aber gut, das ist ja jetzt vielleicht auch nicht so wichtig, aber zur Spezialisierung noch eine abschließende Sache, warum man auch, also das wollte ich noch wegen Curriculum sagen, warum ich auch so strukturierte Fortbildung empfehlen würde, ist, weil natürlich also die Varianz der Referenten natürlich größer ist. Also bei so einem Einzelkurs, das kann natürlich sein, dass ihr genau gerade bei dieser Einzelkoryphäe da den Kurs macht und das ist bestimmt auch super, was diejenige erzählt. Aber man hat natürlich nochmal so ein bisschen wie soll ich sagen, also wenn man 8 Referenten hat und die erzählen einem alle teilweise in bestimmten Punkten dasselbe, dann hat das schon einen anderen Effekt, weil du hast schon, dass die einzelnen Referenten in manchen Teilbereichen schon unterschiedliche Meinungen haben. Und davon finde ich, also ich habe das gemerkt beim Curriculum, Endo, was ich gemacht habe und auch beim Master, dass so im Grund gleicht sich das schon sehr, aber in den unterschiedlichen Einzelsachen gibt es schon so diverse Differenzen zwischen den Referenten auch. Und das fand ich auch spannend, das überhaupt mitzubekommen. Und ich fand spannend, wenn man dann schon eine gewisse Tätigkeit eine Weile macht, dass man sich dann einordnen kann und sagen kann, okay, hey, ich mache das und das und das sind meine Fälle. Und das macht jetzt hier diese eine Koryphäe, was hat der für Fälle, wie ist sein Behandlungsprotokoll, wie läuft das ab und wo, aus meiner subjektiven Sicht, stehe ich da? Ist das 50 Meter drunter oder ist es gleich oder wo ist das? Und das fand ich, geht bei so Einzelkursen, finde ich, glaube ich, ein bisschen schwierig, sich also da einfach so die fachliche Bandbreite einmal ein bisschen kennenlernen. Genau, dass man so weiß, okay, was ist so zumindest mal salopp so das State of the Art? Wo bin ich da? Wo will ich da hin? Oder genau. Ja. Ich hoffe, das konnte euch schon mal so ein bisschen Anhaltspunkte geben, falls ihr jetzt überlegt, Spezialisierung ja oder nein, muss man das überhaupt machen? Wir haben dieses ganze Thema, muss man das überhaupt machen, jetzt gar nicht so ganz im Detail aufgedröselt. Es sind ja schon die Tendenzen dahin, dass also heute spezialisiert man sich eher als noch vor einigen Jahren. Und so wie die Studiengänge Zahnmedizin jetzt aufgebaut sind, wird wahrscheinlich die Tendenz auch weiterhin dahin gehen. Aber man muss es eben nicht und das ist auch eine wichtige Information. Wenn ihr alles gern macht, dann macht gern alles, das ist auch super. Und was ihr macht und wo ihr das macht, könnt ihr uns mal in den Kommentaren wissen lassen. Das ist nämlich sehr spannend für alle, die zuschauen oder wo ihr vielleicht wollt. Vielleicht habt ihr noch gar nicht die Spezialisierung oder also habt das noch gar nicht in die Wege geleitet, sondern überlegt noch und das wäre ja total spannend, was so worin ihr euch spezialisieren wollt, was ihr vielleicht schon gemacht habt, Curriculum, Master, Einzelfortbildung, gar nichts. Was hindert euch daran, euch zu spezialisieren? Genau. Also was sind die Gründe, die für euch dagegen sprechen? Ist es Aufwand, Zeit oder wollt ihr einfach bei allem bleiben, also alles gern machen? Ja. Lasst uns gerne wissen in den Kommentaren. Wir freuen uns da mit euch rege uns auszutauschen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.